Hallo ihr Lieben, ich möchte euch heute einladen, mit mir Kaffee und Kuchen zu malen. Dazu werden wir zuerst mit Bleistift vormalen, dann mit Feinliner nachmalen und am Ende mit Aquarellfarben, Gouache oder Wasserfarben ganz normalen das Ganze ausmalen, je nachdem, was ihr zur Hand habt. Und wer jetzt an dieser Stelle schon mental aussteigt, weil er sagt, ich kann aber nicht so gut Freihand malen, für den habe ich eine ganz einfache Lösung. Und zwar habe ich für euch ein Video aufgenommen, in dem ich ganz kurz zeige, wie man ein Motiv von einem Blatt aufs andere transferieren kann, einfach mit Hilfe eines Bleistiftes. Also nicht zögern, trotzdem einfach mitmachen. Das Video habe ich unten im Beschreibungstext des Videos verlinkt. Und wenn ihr jetzt seht, wie ich hier anfange zu zeichnen, dann kann ich schon mal verraten, dass ich eigentlich keine besondere Methode habe. Ich zeichne einfach frei Schnauze ab, was ich sehe. Das ist nicht unbedingt immer das, was auf dem Foto zu sehen ist, entspricht also nicht der Realität. Aber ich versuche da einfach meinen eigenen Stil auszuleben. Und das soll ja auch eigentlich passieren, wenn man kreativ ist, dass man sein eigenes Ding macht. Und wie viele Motive ich dann im Endeffekt male und wie ich sie auf dem Blatt verteile, das mache ich auch ganz nach Gefühl. Versuche einfach so ein bisschen den Abstand zwischen den einzelnen Motiven gleich zu halten. Das heißt, dass die weißen Flächen ungefähr dieselben Abstände haben zwischen den einzelnen Motiven. Und es kommt durchaus auch immer wieder vor, wie jetzt da oben rechts, als ich versuche, den Keks zu malen, dass mir Sachen einfach nicht gefallen, die ich male. Das wird bei euch auch passieren und dann bitte nicht frustriert hinschmeißen, sondern dann nehmt ihr wie ich ein Radiergummi zur Hand und entfernt das Ganze einfach wieder und macht dann fröhlich mit einem anderen Motiv an einer anderen Stelle weiter. Wenn ihr dann alles vorgezeichnet habt mit Bleistift, kommt der Feinliner zum Einsatz. Ich habe hier eine Stärke M von Faber-Castell, verlinke ich euch auch unten im Videotext. Und damit einfach beherzt anfangen, die Bleistiftlinien nachzumalen, nicht so lange nachdenken und es darf auch ruhig mal ein bisschen ruckeln. Was euch jetzt sicher auffällt, ist, dass ich nur die Umrisse der Tassen und der Kuchen nachmale mit Feinliner und nicht zum Beispiel den Schaum oder innen drin wirklich die einzelnen Tortenschichten noch differenzierter. Das möchte ich dann nachher mit der Wasserfarbe machen, weil man da auch die Farbverläufe dann viel schöner hinbekommt. Und in dieser Phase ruhig auch noch den inneren Kritiker ausschalten, denn man denkt dann oft, ja, das sieht ja alles aus wie von Kinderhänden gezeichnet, genauso muss das am Anfang auch sein. Dann könnt ihr einfach alle überflüssigen Bleistiftzeichnungen wegradieren und schon geht's los mit den nassen Farben. Dazu habe ich hier so eine ganz günstige Packung von Bösner gekauft. Das waren Gouache-Farben damals. Gibt es, glaube ich, so gar nicht mehr und ich habe auch keinen Link im Internet gefunden. Aber wie gesagt, da geht auch alles, was ihr zu Hause habt. Und der Trick ist bei solchen Farbverläufen, wie hier zum Beispiel bei dem Starbucks-Kaffee, dass man einfach die komplette Fläche, bei der man Farbverläufe erzielen will, vorher mit Wasser einmal einfeuchtet. Voraussetzung ist natürlich, dass ihr Aquarellpapier genommen habt. Und dann kann man da ganz leicht, ihr seht, egal welche Farbe ich nehme, das läuft dann so nass in nass ein bisschen raus. Müsst ihr einfach nur schauen, wo will ich was Dunkles, wo will ich was Helles. Und dann kann man die Farbe ganz leicht mit dem Pinsel über das nasse Papier ziehen.
Und oft kommen mir Ideen dann auch erst während ich zeichne, so wie hier jetzt diese Schokosoße obendrauf. Die habe ich einfach dazu gemalt und jetzt noch ein paar Krokantstückchen. Die waren aber auch im echten Foto schon. Natürlich ist es euch auch jederzeit freigestellt, Sachen nicht so ausführlich zu malen, wie sie in dem Foto zu sehen sind. Das Starbucks-Logo zum Beispiel habe ich hier vereinfacht, das war mir zu kompliziert. Oben, wo der Strohhalm jetzt durch diese Plastikhülle geht, nehme ich noch ein bisschen Farbe weg, weil man ja den Strohhalm da milchiger sieht und dazu kann man einfach ein bisschen Wasser nehmen und dann die Farbe wieder quasi runtersaugen mit dem Pinsel. Um so eine tiefbraune Fläche hinzukriegen, bei der man auch so einen Spiegeleffekt erzielen möchte, nimmt man einfach weniger Wasser und mehr Farbe, damit das tief dunkel rauskommt. Und in die Tasseninnenseite male ich noch ein paar dieser Absatzränder, wo sich der Kaffee eben absetzt, wenn er länger steht, damit es noch authentischer aussieht. Bei dem Cappuccino-Schaum auf dieser Tasse ist es so, dass ich auch wieder Wasser überall hin dort male, wo ich nachher braune Farbe haben will. Das heißt, die weißen Flächen lasse ich in diesem Stadium frei und dann nehme ich die hellbraune Aquarellfarbe und führe die durch diese nassen Schlaufen, die ich gemalt habe. Und dann seht ihr schon, dass das eben super ist, weil das nicht in die weißen Flächen läuft, weil da eben gar kein Wasser ist, so dass sich das wirklich klar voneinander trennt. Aber jetzt seht ihr, im Foto sind da noch so Streifen und Striche. Da habe ich jetzt einfach dann im Bild einen Moment gewartet und nehme dann nochmal den Pinsel, wenn es schon ein bisschen angetrocknet ist, und fahre da mit ein bisschen dunklerer Farbe rein und ziehe auch so Streifen nach, auch direkt mal an den weißen Begrenzungen, damit da ein bisschen mehr Kontur reinkommt und es einfach noch ein bisschen echter aussieht. Dann setze ich noch mit dunkler Farbe einen Kaffeeschatten in die Innenseite der Tasse. Auch das, damit ich einfach noch ein bisschen mehr Volumen hinkriege und das Ganze echter wirkt. Und ganz am Ende habe ich mich dazu entschieden, auch die weißen Flächen noch ein bisschen beige zu färben, damit der Kontrast nicht so groß ist. Für die blaue Tasse außen habe ich einfach blau mit ein bisschen weiß gemischt. Jetzt seht ihr auch, ich habe da gerade übergemalt. Das kann man dann einfach auch mit ein bisschen Wasser am Pinsel auf dem Aquarellpapier verwischen und diese überschüssige Farbe da wieder wegnehmen. Das ist eigentlich kein Problem, wenn man sich da mal vertut. Und jetzt will ich natürlich auch da so einen Schatten einbringen. Das klappt hier mit der braunen Farbe noch gar nicht so gut. Ich versuche das, aber das vermischt sich dann eigentlich viel zu hell. Und sowas passiert mir auch permanent. Ich bin da auch noch nicht so gut. Und dann habe ich einfach nochmal mit Blau nachgelegt und geschaut und fummel dann da so lange mit Wasser und wieder dunkel und wieder hell dran rum, bis ich das Gefühl habe, das passt jetzt und das sieht aus wie ein normaler Schatten. Zwischendurch halt einfach immer nochmal aufs Referenzbild schauen, damit ihr seht, wie die Farbverläufe sind, und dann funktioniert das eigentlich nach einer kurzen Zeit auch relativ gut. Und es muss ja auch nicht immer alles gleich auf 1 stehen, also Hände weg vom Perfektionismus. Und was es auch echt nochmal bringt, ist einfach nochmal zu schauen, wo man Lichtpunkte setzen kann, weil das Ganze noch lebendiger macht. So, und hier müsst ihr mir jetzt gleich verzeihen, dass das mittendrin abbricht bei dem Motiv und ich quasi 1,5 Motive nicht für euch on-screen male. Das lag daran, ist ja eines meiner ersten Videos gewesen, dass die SSD-Karte voll war
Und dementsprechend habe ich dann die untere Tasse und die oben links in der Ecke, die Espresso-Tasse, nicht für euch aufgenommen und habe dann danach einfach weitergemacht. Was ihr aber seht, ich habe einfach hellblau ausgemalt, die Tasse hier unten, und dann wieder mit dem Wasser gearbeitet und lasse dann von der Seite Kaffeebraun ins Bild laufen. Weiter geht es dann mit dem Erdbeertörtchen. Da habe ich auch einfach nach Gefühl versucht, mit leuchtenden Farben und Schatten zu arbeiten, so wie es auf dem Bild zu sehen war. Und so gut ich halt konnte, von dunkel nach hell gearbeitet. Innen drin, in der aufgeschnittenen Erdbeere, habe ich versucht, das Faserige so ein bisschen nachzuempfinden. Bin auch von außen nach innen gegangen und habe eigentlich immer nur wieder genau auf das Bild geschaut. Den Muffin selbst habe ich dann nur braun ausgemalt, mit einem dunkleren Braunton, einen leichten Schatten gesetzt, da wo dieses Sahnehäubchen war, und dann streifig die Muffinform ausgemalt. Und beim Kuchen habe ich dann beige Farbe von unten so ein bisschen hochlaufen lassen im Wasser. Habt ihr ja gesehen, ich habe es erst wieder angefeuchtet. Und dann habe ich einfach nochmal mit einem etwas dunkleren Beige an den Rändern nachgezogen, als das Wasser schon ein bisschen trocken war. Dann sieht es noch ein bisschen mehr aus wie so ein angebrannter Tortenboden. Dann das Ganze rosa gefärbt, was rosa gehört. Da habe ich dann nachher sogar noch mal ein bisschen dunkler nachgelegt, weil ich es irgendwie nicht leuchtend genug fand. Und bei der Himbeere war es nur wichtig, dass man diesen Fruchtstand so ein bisschen tupft und zwischendurch ruhig weiß lässt, dann sieht es ein bisschen natürlicher aus. Und das war es eigentlich auch schon. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß bei dieser kleinen Wasserfarbstunde und habt für euch mitgenommen, dass man da mit relativ wenig Übung und wenig Können schon recht schöne Ergebnisse erzielen kann. Und ich hoffe, ihr probiert es einfach mal aus, traut euch ran und macht was draus.